Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich habe nämlich eine Torte und damit wird heute meine Mutter überrascht. You made my day, you made my day, you made my day, oh, day. You made my day, you made my day, you made my day, oh, day. Einfach mal runter vor die Tür. Bis ja. Überraschung! Los geht's am ersten Tag. Ich habe hierfür einen Schokokuchen gebacken, weil meine Mama absolut auf Schokokuchen steht. Das Rezept dazu habe ich in meinem letzten Video gezeigt und verlinke dieses hier oben in der Infocard. Außerdem habe ich am ersten Tag noch eine Ganache zubereitet aus Zartbitterschokolade und heißer Sahne. Das Ganze habe ich verrührt, 5 Minuten stehen gelassen und anschließend so lange mit einem Löffel gerührt, bis eine homogene Creme entstanden ist. Die Schüssel wird abgedeckt und so muss die Creme bis zum nächsten Tag bei Zimmertemperatur auskühlen. Außerdem habe ich am ersten Tag noch das Cakeboard und die Innenkonstruktion vorbereitet. Ich verwende hier ein vorbereitetes Holzbrett. Gebastelt hat mir das mein Mann und kam schon für verschiedene Torten zum Einsatz, deswegen sieht es auch schon von Lebensmittelfarbe ein klein wenig verfärbt aus. Das Brett hat unten 4 Füße, in der Mitte ein Loch und ein Maß von 30 x 30 cm. Genauso groß habe ich noch ein Stück Kaperplatte geschnitten. Kaperplatte, das ist eine Leihtschaumplatte, die sich ganz einfach mit einem Bastelskalpell zurechtschneiden lässt. Diese ist natürlich genauso groß wie das Holzbrett, nämlich 30 x 30 cm und hat ebenso in der Mitte ein Loch. Die Kaperplatte klebe ich schließlich mit doppelseitigem Klebeband auf dem Holzbrett fest. Vorbereitet habe ich auch noch, beziehungsweise mein Mann, ein Stückchen Gewindestange hat er mir in die passende Länge zurechtgesägt, nämlich genauso groß wie mein Herz werden soll und als Richtlinie nehme ich meine Herzbackform. Diese wird nun mit Muttern und Unterlegscheiben an dem Holzbrett befestigt. Damit der Kuchen mit dem Metall nicht in Berührung kommt, stülpe ich um die Gewindestange einen dicken Strohhalm und die Schraube wird mit geschmolzener Schokolade eingestrichen. Das Brett stelle ich nun in den Kühlschrank, damit die Schokolade fest werden kann und bereite eine Rice Krispie Masse vor. Dazu habe ich Schoko Krispies und Marshmallows. Die Marshmallows schmelze ich in der Mikrowelle, vermenge sie mit den Schoko Krispies. Vorsicht heiß! Zu Anfang immer erst mit einem Löffel oder Teigschaber rühren. Die Marshmallows sind nämlich frisch aus der Mikrowelle, nämlich richtig heiß. Das Ganze forme ich nun zu einer Herzspitze und da hilft mir natürlich auch wieder die Backform. In die Mitte wird ein Loch gebohrt und so wird die Rice Krispie Spitze nun auf das vorbereitete Cakeboard gesteckt. Damit die Oberfläche der Rice Krispie Masse ein wenig ebner wird und vor allem auch fester, bestreiche ich diese ebenso mit geschmolzener Schokolade und so stelle ich dieses nun über Nacht zum Festwerden in den Kühlschrank. Am nächsten Tag, also am zweiten Tag, wird nun die Torte fertiggestellt. Zuerst schneide ich noch aus einem Stück Kaperplatte ein kleines Cakeboard, was auf meine Rice Krispie Masse passt. Dazu habe ich dieses natürlich zuvor ausgemessen und klebe es schließlich mit etwas geschmolzener Schokolade fest. Die überstehenden Spitzen schneide ich noch ab und anschließend wird der Kuchen darauf gestapelt. Die untere Spitze, die wird abgeschnitten und den restlichen Kuchen schneide ich in 4 Scheiben.
Getränkt wird die Torte mit einem ausgekühlten starken Kaffee, gefüllt mit leckerer Mokka-Buttercreme mit Schokostückchen. Auf dieses kleine Cakeboard gebe ich nun ein wenig Buttercreme, damit die erste Kuchenlage kleben bleibt, tränke die Lage mit Kaffee, gebe etwas Buttercreme obendrauf und stecke ein zweites Teil obendrauf. Dieses messe ich aus und schneide anschließend aus Kaperplatte noch ein weiteres Cakeboard aus. Dieses wird allerdings mit dicken Strohhalmen gestützt, die ich zuerst in die Torte hineinstecke, bevor ich das Cakeboard hier drauf gebe und meine restlichen 2 Kuchenstücke oben drauf stapel. Die Überreste streiche ich noch grob weg und so gebe ich die Torte erstmal in den Kühlschrank. Die abgeschnittene Spitze, die wird natürlich auch noch verwendet. Diese wird ganz fein zerbröselt, mit etwas Buttercreme vermengt. Und wird schließlich an den beiden flachen Seiten, damit das Herz auch nachher ein wenig runder wird, auf die Torte modelliert. Diese gebe ich nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, bevor ich die Torte zurechtschnitze und schließlich mit der vorbereiteten Schokoladenganache in 2 Schichten einstreiche. So gut wie möglich ziehe ich die Ganache mit einem Flexi-Smoother glatt und gebe die Torte wieder in den Kühlschrank. Zum Eindecken habe ich 1 Kilo roten Fondant vorbereitet und rolle diesen auf etwas Speisestärke aus. Die Ganache ist nach dem Kühlschrank sehr trocken und deshalb sprühe ich die Torte erst mit etwas Backtrendspray ein, bevor ich sie mit dem ausgerollten Fondant eindecke. Die Seiten am Herz drücke ich zusammen, schneide den Überstand zuerst ganz grob mit einer sauberen Schere ab. Kürze den Rest mit einem Bastelskalpell und modelliere und poliere die Nähte so lange, bis sie, so gut es geht, verschwunden sind. Natürlich wird die Torte auch noch poliert und auch hier sind sehr hilfreich mein kleiner Fondantglätter sowie meine Flexi-Smoother. Für die Dekoration des Cakeboardes habe ich mich für eine Eiweißspritzglasur entschieden. Alle Rezepte findet ihr übrigens hier unter dem Video in der Infobox verlinkt. Die Eiweißspritzglasur streiche ich ganz grob auf das Cakeboard auf und ziehe mit meiner kleinen Winkelpalette einfach ein Spachtelmuster hinein, lasse dieses trocknen, bevor ich noch den Rand des Holzbrettes mit einem Glitzerband und mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband festklebe.